Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Auch heute möchte ich euch wieder einen Tabak vorstellen. Und zwar war es diesmal ein Tabak, eine Tabaksempfehlung von diesem Pfeifenhändler hier. Ihr habt absolut recht. Der Mann auf dem Foto eben war Thomas Behrendt, Inhaber des Online-Shops Pfeifen Behrendt hier in Florstadt in der Wetterau in Hessen. Und zwar möchte ich euch konkret diesen Tabak hier vorstellen. Hier ist die Dose nochmal. Es ist die Meistermischung 110 aus dem Hause Kohlhase und Kopp, auch kurz K&K Meistermischung 110 genannt. Die wird in dieser goldenen Dose hier verkauft. Das Fassungsvermögen sind stolze 100 Gramm. Preis habt ihr ja gerade eben auf der Homepage vom Pfeifen Behrendt gesehen. Und wenn wir den Tabak halt hier die Dose aufmachen, sehen wir halt, dass er halt mit diesem Druckverschluss herkommt. Diese Dosen sind aus meiner Sicht mit die besten Dosen, um Tabak aufzubewahren, da diese Dosen doch wirklich sehr aromadicht abschließen und halt auch entsprechend am besten mit dem Werkzeug vom Pfeifenreiniger geöffnet werden. Hier haben wir die Dose, der Tabak ist lose eingebracht und ich würde sagen, in gewohnter Weise, bevor ich jetzt etwas genauer auf den Tabak eingehe, werfen wir doch erstmal einen genaueren Blick auf das Tabaksbild und kommen dann gleich auf den Duft und auf die weiteren Eigenschaften zurück. Bis gleich. Das Tabaksbild kann sich wirklich sehen lassen. Wie man hier schön erkennen kann, basiert es halt eben auf Black Cavendish und hat eben halt auch ganz deutlich sichtbare Einschlüsse von Virginia Tabaken. Und laut offizieller Beschreibung sind es halt eben helle und orangerotene Virginia Tabake. Sehr schön zu erkennen ist ebenfalls, dass eben der Tabak nicht nur kontrastreich ist, sondern dass er eben teilweise auch extrem breit geschnitten bzw. vom eigentlichen Anschein her sogar eher extrem breit gerissen ist. Für dieses Review habe ich mich dazu entschlossen, diese Meerschaum-Golfpfeife zu nehmen. Diese hat ein mittleres Füllvolumen und ich habe sie ganz normal nach meiner herkömmlichen Methode gestopft. Nicht allzu fest stopfen, da es eben trotz allem ein Aromat ist, der sich entsprechend entfalten muss. Und ich habe, um sicher zu gehen, dass er auch entsprechend aufquellen kann, genügend Platz zum Kopfrand belassen. Die Konditionierung ist perfekt, das Stopfen geht leicht von der Hand. Nun habt ihr gesehen, wie der Tabak daherkommt. Die Mischung ist halt wirklich basierend auf Black Cavendish und auf Virginias. Hier ist der Tabak. Und wenn man die Dose öffnet, kommt einem halt auch so gleich ein wirklich betörender Duft entgegen und man spürt unweigerlich, es ist ein Aromat. Es ist also definitiv kein naturbelassener Tabak. Es ist eine sehr harmonische, angenehme Süße, die einem entgegenkommt. Erinnert einen vom Aroma her so ein klein wenig an Marzipan. Könnte also definitiv mit dem Mandellikör oder dieser Mandelmilch besser gesagt zusammenhängen. Man spürt auch so ein bisschen die Vanille. Und auch eine leicht fruchtige Komponente ist nicht zu verleugnen. Jedoch wüsste ich jetzt nicht mit Gewissheit zu behaupten, dass es sich hierbei um Orangen handeln soll. Alles in allem riecht die Mischung halt wirklich appetitanregend, macht definitiv Lust auf mehr. Und von daher würde ich sagen,
Gehen wir ans Eingemachte, kommen wir zum Review des Tabaks und schauen mal nach, ob er das hält, was er von der Beschreibung her verspricht. So, hier ist nochmal kurz die Pfeife zu sehen. Eine Meerschaum Golf. Kommen wir zum Review. Die Konditionierung des Tabaks ist perfekt. Er lässt sich nicht nur leicht stopfen, sondern auch sehr leicht entzünden, nimmt die Glut gut an und, wie man hier gut erkennen kann, er bäumt sich auch ein wenig auf. Ein Grund mehr, ein wenig Abstand zum oberen Kopfrand zu lassen. Durch den doch recht hohen Anteil an Virginia-Tabaken ist der Geschmack gleich beim Anfeuern des Tabaks beziehungsweise auch in den ersten Sekunden danach ein bisschen bitter. Das kommt halt durch die große Glut, die an den Tabak geführt wird. Jedoch weicht dieses bittere Aroma innerhalb weniger Sekunden und macht einer angenehmen Natursüße, wirklich Natursüße Platz, die mich so geschmacklich beinahe schon an einen puren Virginia erinnert. Es ist also kaum zu glauben, dass der Tabak eigentlich auf Black Cavendish basiert und halt nur rote Virginias und goldene Virginias zur Unterstreichung enthält. Und die Aromatisierung des Tabaks ist also auf keinen Fall überfrachtet, was ich jetzt also rein vom Duft des Tabaks her jetzt nicht erwartet hätte. Denn wenn man liest, dass ein Tabak auf Black Cavendish basiert und halt auch noch ein wenig von Virginias durchsetzt ist, erwartet man ja meistens einen Hocharomaten, dessen Aroma einen durchaus erschlagen könnte. Und jetzt beim Aroma muss man feststellen, man kann den Tabak noch herausschmecken. Man schmeckt definitiv den Virginia. Und dieser wird nach meinem Empfinden doch sehr angenehm durch diese Fruchtkomponente geschmacklich unterstrichen. Doch auch während des Rauchens ist es mir jetzt nicht ganz klar, ob es sich bei dieser Frucht um eine Mandarine oder um eine Orange oder um irgendeine andere Frucht handeln soll. Ich kann es geschmacklich nicht ganz klar definieren. Doch ich muss echt gestehen, dass es aus meiner Sicht nichts ausmacht. Der Geschmack ist angenehm, er ist weich, er ist absolut rund. Die Tabake, der Black Cavendish und der Virginia harmonieren hervorragend mit der Aromatisierung. Und im Geschmack ist beispielsweise auch überhaupt nichts von der Vanille zu schmecken. Auch von der Mandelmilch schmeckt man selbst reichlich wenig bis gar nichts. Wer jetzt also so einen Geschmack nach Marzipan erwartet oder nach Amaretto erwartet, der wird hier geschmacklich zumindest aus meiner Sicht ein wenig enttäuscht werden.
Auch hier bin ich der Meinung, dass es sich wirklich nur um eine Kleinigkeit an Aromatisierung handelt, die eben doch den natürlichen Charakter des Tabaks harmonisch sanft unterstreicht, anstatt sich entsprechend in den Vordergrund zu drängen und den Tabakgeschmack komplett zu übertünchen. Wie ihr sehen könnt, ich rauche die Feuerwehr jetzt schon immer noch mit der ersten Entzündung des Tabaks. Deswegen, er hat sich leicht entzünden lassen, ganz leicht nachgeklettet und ich kann munter weiter rauchen, ohne ihn ein zweites Mal unter Feuer nehmen zu müssen. Wie gesagt, die Konditionierung ist wirklich perfekt. Kommen wir mal kurz zur Raumnote. Der Duft des Tabaks beim Abklimmen ist nach meiner Meinung sehr, sehr, sehr angenehm. Und hier kommt auch aus meiner Sicht so ein bisschen die Vanille zum Tragen. Und ich meine auch ein wenig was von der Mandelmilch oder von Mandeln zu spüren. Wobei mich der Duft jetzt weniger an Marzipan erinnert, sondern vielmehr so an gebrannte Mandeln, aber halt wirklich nur sehr, sehr leicht und dezent. Und auch beim Abgang durch die Nase spürt man so ein klein wenig die Aromatisierung heraus. Wirklich eher so wie leicht gebrannte Mandeln mit so einem kleinen Hauch von Vanille, aber das Ganze eben doch sehr dezent und keinesfalls überfrachtet. Aus diesem Grund muss ich sagen, stellt die K&K Meistermischung 110 in meinen Augen auf jeden Fall natürlich einen Aromaten dar, ist jedoch nach meinem Dafürhalten keineswegs als Hocharomat zu bezeichnen. Wenn ich mir vorstelle, wir haben jetzt immerhin Winter, wir sind jetzt mittlerweile schon im November. Es gibt immer wieder Hersteller, die bringen irgendwelche Saisontabake auf den Markt. Weihnachtsmischung hier, Weihnachtsedition 2015 da. Ich denke, wenn jemand wirklich einen Tabak sucht, der ganz gut in die Winterzeit oder in die weihnachtliche Zeit hineinpasst, dann ist die K&K Meistermischung 110, die das ganze Jahr über erhältlich ist, aus meiner Meinung definitiv eine sehr gute Entscheidung, zumal es ein Tabak ist, wenn dieser einem wirklich zusagt, muss er sich eben nicht auf eine einzige Winterzeit beschränken, sondern kann den Tabak theoretisch das ganze Jahr über rauchen. Von mir erhält die Meistermischung auf jeden Fall eine Empfehlung. Mein Dank auch nochmal an Thomas Bären, der mir den Tabak empfohlen hatte. Ich bin natürlich gespannt, wer von euch selbst schon die K&K Meistermischung 110 kennt, sei es unter ihrem originalen Namen, beziehungsweise im Grunde genommen ist es ja die Nummerierung mit der 110, Meistermischung von Kohlhase und Kopp, oder aber, ob ihr diesen Tabak vielleicht als Hausmarke von einem eurer Tabakhändler kennt und von der ihr halt wisst, dass diese Hausmarke von Kohlhase und Kopp hergestellt wird. Leicht zu erkennen im Übrigen ja an der bekannten goldenen Dose. Ich danke euch wie immer herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Kommentare jederzeit gerne. Ich werde auch in gewohnter Weise so schnell wie möglich immer darauf reagieren. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen und mit euren Tabaken. Genießt sie mir, bleibt mir gesund. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder auf diesem Kanal hier. Happy Puffing und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.